Der Künstler Josepf Beuys hat sich mal gewünscht, die Stimme der Dümmsten aller Dümmsten zu hören. Ich nehme an, dass ich das bin. Ich habe mir diese Frage gestellt und gedacht, wie ist es, der Dümmste aller Dümmsten zu sein? Und in diese große Debatte, in diese breite Debatte, der schon in den 60er, 70er Jahren entstanden ist, durch Beuys Installation, die Honigpumpe, indem er Räume öffnete, Räume der Debatte, der Kommunikation, eine Tür mit seinen Installation öffnete, in dem jeder Mensch reinblicken konnte und seine Gedanken über sich, die Umwelt, das Leben, das System, was wir jeden Tag tun, äußern konnte. Etwas mitbrachte und etwas mitnahm. Und so entstand eine Debatte, in der viele Gedanken entwickeln konnten. Und in diesem Sinne, in diese breite Debatte, die nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und weit hinaus verbreitet hat, will ich auch meine Gedanken durch eine Kamera und meine Stimme mit euch teilen, was mich so beschäftigt in den letzten Jahren. Ich bin geboren in Albanien in 1968 und aufgewachsen 24 Jahre in Albanien. Meine Wahrnehmung ab dem Moment, wo man in Schulen geht und in einem Alter ist, wo man erkennen kann, dass es was um sich herum ist, habe ich so verstanden, dass ich lebe in einem Land, der ganz anders als alle anderen Länder sind, der komplett isoliert ist und die Welt um uns herum, unsere Erde, in zwei Teilen geteilt war, zwei Systemen präsentiert für mich darstellte. Ein kapitalistisches System, nach dem man als Albaner sehnt wollte, einen europäischen Gedanke der Freiheit und auf der anderen Seite eine Diktatur, der man Sozialismus nannte, in dem auch Albanien unter dieses System eingeordnet war oder die Zeit gezwungen hat, aber ein bisschen anders, weil nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 Albanien dastand wie ein
armes, agrares Land mit Schwerpunkt, der insgesamt 1945 hat man uns in Büchern, in Schulbüchern beigebracht, hatte die albanische Bevölkerung eine Größe von 800.000 bis 900.000 Menschen in ein Territorium von 28.000 Quadratkilometern. Ein kleines Land. Mit der Katapultierung der und Zwang, Albanien vorwärts zu bringen, durch so ein System, eine schnelle Industrialisierung des Landes, damit Albanien auch mit anderen Ländern am gleichen Niveau nehmen konnte. Mit vielen Anstrengungen durch eine extreme Diktatur eines Sultans, nur bloß albanischer Sultan. Hat man irgendwo mal geschafft, ein gewisser Rhythmus mit Ländern, mindestens für die Bevölkerung Albaniens, durchhalten zu können, ihre Existenz zu sichern in dieser Welt, die vollkommen unterschiedlich war. (1960) laut meiner Recherchen ist die albanische Bevölkerung offiziell, steht überall zu sehen, 1 Million Leute, Menschen, die wieder in die 28.000 Quadratkilometer leben. Die sind fest, die wachsen nicht. (1992), als ich Albanien verließ, war die albanische Bevölkerung durch die Sicherung, des Minimumsicherung des Lebensunterhalts und durch die extremen, gewaltigen Angreifen des Staates in jeder Hinsicht wuchs die albanische Bevölkerung zweimal. Das Territorium aber oder ist der gleiche. Genauso auch Kosovo. Und später werde ich auch sagen, in welchen anderen Ländern. In Albanien, in der Zeit des Sozialismus von nach dem Krieg bis 1991, 92, gab insgesamt 5.000, 6.000 LKWs und ein paar hundert PKWs, die für die Bossen der Regierung, der albanischen Partei und die hohen Offiziere und die Direktoren da waren als Dienstauto. Es wurde sozusagen Öl aus der Erde gepumpt, aus Albanien, in Mittelalbanien. Albanien ist eine Zone, die Öl hatte. Wie eine Apothekerin herausgeholt, weil nicht so viele Autos gab. Ab 1992 jahrelang wurde gepumpt Öl, ohne nachzudenken, weil
die Menschen nach der Wendezeit in Albanien auf einmal die Möglichkeit hatten, wie alle anderen Menschen auf dieser Erde Privatbesitz zu haben und um deren Arbeiten schneller zu erledigen, als Prestigeobjekt ist heute, nicht für alle vielleicht, aber für manche. So wurde ja Öl mehr und mehr und wird vielleicht immer noch heute. Ich habe Reportagen gesehen in YouTube, in dem die Einwohner dieses Gebiets vor Jahren sich beschwerten über Erdbewegungen. Nun, Albanien ist ein Land, der in einer seismischen Zone sich befindet. Es ist nicht wie Deutschland zum Beispiel, der in der Mitte eine tektonische Platte liegt. Vor der Küste Albaniens durch Griechenland und bis in der Türkei hinein und in beide Seiten Italiens gibt Risse auf der Erde. Wenn so viel Öl rausgepumpt ist in diese Jahre und wenn die Wälder im Norden laut Reportagen in YouTube, die Journalisten, die da sind, bringen, die Wälder geschnitten wird, wenn jetzt noch in Ion Öl rausgepumpt wird, dann entsteht Vakuum. Die Erde wird sich da wehren, wie es geschehen ist, dass zweimal hintereinander innerhalb von 3 Monaten Erdbeben gibt. Nun, was habe ich hier? Wo ist mein Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt ist es, die albanische Bevölkerung wächst in einer enormen Geschwindigkeit in dieser kurzen Zeit wie nie zuvor. Und jetzt gehe ich mal weiter an dem zweiten Beispiel, ist die Türkei. 1960 war die Türkei 20 Millionen Einwohner. 2017 80 Millionen. Der nächste Beispiel, Brasilien. 1960 war Brasilien 73 Millionen Menschen. Heute ist, oder 2017, 205 Millionen. China, 1960, 0,5 Milliarden Menschen. Heute ist 1,3. Und genauso wie China auch Indien. Die gesamte Weltbevölkerung in 1960 war nicht größer als 3 Milliarden Menschen. In 2020 sind wir jetzt, wir sind 7,7 Milliarden Menschen. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, erstmal, ob wir nur Menschen sind. Weil es gibt einen anderen Begriff, das heißt Verbraucher, und das sind Verbraucher. Also die Verbraucherzahl wächst in so einer kurzen Zeit so schnell. Die Wissenschaftler schon in den 90er Jahren stellen fest, laut Edward Wilson, einer US-Wissenschaftler, indem er berichtet, dass schon damals die Hälfte der Meeresreserven, Ressourcen
in den 90er Jahren schon verbraucht war. Wenn Beuys ein Honigpumpe, eine Installation, in der er im Schlauch Honig, fließender Honig durch Liegenbläser pumpte und als Zeichen der Liebe für Menschen das gemacht hat. Ich erlaube mir jetzt, als der Dümmste aller Dümmsten, diese Pumpe zu nehmen und in meiner Wahrnehmung eines jungen Mannes in 1970, 75 und so weiter auf die runde Kugel, der Erde geteilt war, Beuys Pumpe da drauf zu packen und nicht nur Honig und die Bedeutung des Honigs auf die Seite zu lassen, sondern auf die Fakten, was in der Zeit geschah, dazu zu geben noch ein paar andere Sachen. Also wir pumpen von 1960 als Menschen aus der Erde, ob im Kapitalismus oder im Sozialismus, um zu beweisen, welches System besser ist in Bezug auf alles, auf das Wohlergehen der Menschen, auf die technischen Fortschritte, um nur zu beweisen, welches System besser ist. Und alles, was wir tun, tun wir nur im Namen des Menschen. Und schneller pumpen wir alles, was wir machen, alles, was wir kreieren, von 1960 bis 1992 oder mit Berliner Fall, sagen wir 1989, von der Erde allen Ressourcen, die die Erde hat. Öl, Mineralien, Wälder werden geschnitten. In Brasilien wenn man die Karten vergleicht des Urwaldes, des Regenwaldes in 1945 in der Ostküste Brasiliens gab es ist in der Karte eine dicke Streife, die komplett die Südostküste deckte. Wenn man heute auf diese Karte guckt, die Streife ist nicht mehr da. Es ist wegrasiert, so als ob man sein Bad rasieren würde. Und dieser Wald, dieser Urwald, laut Wissenschaft, war zuständig für die Winde als Stopp, als Haltung, die in Mexiko-Golf landen. Mit dem Rasieren des Waldes laufen die Winde mit einer enormen Geschwindigkeit und es gibt, sagen die Wissenschaftler, des Schmetterlingseffekte. Eine Kettenreaktion. Nur dieser Punkt auf die ganze Erde. Also mein Gedanke ist, oder meine Sorge, meine Störung, meine große Frage. Was tun wir eigentlich?
Laut Bibel ist der Mensch die Krönung der Schöpfung. In dieser Zeit von 1945 bis 1992 haben wir als Menschen nicht so verhalten. Die Fakten sagen, dass die Populationen, die Länder wachsen in enormer Geschwindigkeit, wie die der Ameisen. Stellt mal vor, bitte, eine Ameise ist so klein. Es gibt eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen Verhalten und das wachsende Populationen mit Ameisen. Wenn man die Geschichte ein bisschen in der Geschichte ein bisschen zurückkommt und diese Fakten als wahr nimmt. Die Ameisen operieren in einer horizontalen Schicht. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung laut Bibel. Es bedeutet, von oben gucken wir in alle Schichten durch. Wir operieren in eine vertikale und plötzlich haben wir ein Kreuz. Wir schneiden jeden Tag mehr und mehr durch alle Schichten, weil wir Verbraucher sind und wir nehmen aus der Erde alles, was sie hat. Bis 1992 nach dem Motto, welcher von unseren Systemen besser ist. Und heute denke ich, seit 1992 und bis heute, mindestens ich als der Dümmste oder Dümmste, habe ich verstanden, dass egal was geschehen ist, im Namen wessens geschehen ist, im Namen einer Ideologie oder wie auch immer, die ganze Zeit, wir haben nur als Menschen, nur für uns gedacht, um uns zu vermehren, so viel wie möglich. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wieder aus Albanien. In der Zeit gab es in Albanien 1960 bis 1981 einen Psychopath, einen ehemaligen Prime Minister, ist Mehmet Sheu. Ein Psychopath der schlimmsten Sorte. In einem Treffen mit hohen Offizieren der albanischen Armee, er war gleichzeitig Prime Minister, also Ministerpräsident, auch Verteidigungsminister und Innenminister. Er machte alles. Er war so eine Art Genie. In einem Treffen mit den hohen Offizieren der albanischen Armee fragte er in ihren Banketten mit Fleisch und viel Raki nach der Anzahl der Kinder, die jeder Offizier hatte zu Hause. Albanien war immer noch 1 Million. Und je nachdem, was man zu Hause hatte, einer sagte ein Kind, der andere sagte 2, 1, 2, 3 und plötzlich kam einer und sagte 5. Und der Prime Minister reagierte sofort, bravo! Und gab den Befehl, alle Offizieren, ein militärischer Befehl, Macht, Kinder. Und Albanien, aus dieser Hinsicht, weil die Diktatur Soldaten bräuchte, weil den Druck, diesen enormen Druck, der die kleinen Länder in so einem Wettbewerbskampf spüren, brachte auch solche Menschen zu einer Psychopathie und gaben auch solche Befehle.
mehr die Soldaten braucht. Also weil die Soldaten bräuchten. Und Gläubige in das Regime. Durch diese Zahl von 3 Milliarden zu 7,7 Milliarden. Wir stehen in der Frage, das Gleichgewicht der Erde. Um diese Zahl so zu ernähren, nach europäischen Standards, ist nicht noch nicht mal die Frage. Um diese Zahl nur zu ernähren, müssten wir morgen, so es aussieht, im Rücken alle Tiere, die das Vielfalt ausmacht, die Schichten auf unserer Erde bilden, leben. Die werden irgendwann verschwinden. Wir werden die so wie es schon machen, wir packen ein paar Exemplare in Zoos und noch dazu schicken wir auch unsere Kinder dort, um ein Tier zu zeigen, den wir den Wald wegrasiert haben. Ich weiß es nicht, aber mich stört sowas, weil ich habe Angst, und das sage ich ohne Zweifel, dass es morgen nichts geben mehr wird als ein Nebenpol, als ein Partner, als ein Lebewesen, der mit uns lebt. Nicht mehr geben, wir werden ganz allein sein, weil wir nehmen in Anspruch als Verbraucher die Lebensräume der anderen Wesen, der Tiere, gnadenlos. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. In Cottbus wurde 2014 der Tagebau Nord geschlossen. Verzicht auf der Weiterausbeutung der Erde im Rücken der Menschen, und das haben die Menschen dort geschafft, mit allen Folgen. Nur in Lausitzer Raum gab 50.000 Arbeitsplätze, und Cottbus hat gelitten darunter, an Arbeitsmangel. Aber trotzdem wurde der Tagebau geschlossen. Und wenn man lief, solange es noch kein Wasser gab, konnte man sehen, dass die Tiere von einem Wald durch den Tagebau in diese Desert, von Menschen getöteten Oberfläche bis 100 Meter tief, für Strom, für Wärme und um weiterzukommen. Die Tiere liefen noch von einem Wald zu dem nächsten. Das war wie ein kalter Korridor. Jetzt läuft ja Wasser dort. Und wie die Wildschweine, Hirschen, Rehen, Füchse, Wölfe werden morgen nicht mehr von einem Wald zum nächsten
laufen können, weil Boote haben die nicht. Und wenn es um den See herum dann gebaut wird, wird vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, auch so einen langen Weg zu machen für die, um zu einem Teil des Waldes anzukommen. Die Erde oder die Natur besser hat 15 bis 20 Millionen Jahren gebraucht, um diese Kohle dann zu formen. So in dem Zustand, in dem sie jetzt ist und von uns verbraucht wird. Und wir rasieren eine komplette Schicht weg. Und kommen jetzt auf die Idee, den See da zu machen. Für wen? Wieder für uns, für Menschen. Und nicht für alle Menschen, weil die Cottbus, also die Stadt Cottbus, wenn da gebaut wird und wird in Hotels und was weiß ich, glaube ich nicht, als der Dümmste aller Dümmsten, dass viel davon hatte. Nach dem Zerfall 1989 des Sozialismus, des Systems, oder besser zu sagen, nach einem klugen Zug der Menschen in diesem System, zu sagen, stopp, das geht nicht mehr weiter so. Verrückten Konkurrenzdruck, stopp zu sagen, wir machen da nicht mehr weiter, wurde auch damit aufgedeckt, was in der Zeit geschehen ist. Vielleicht nicht alles. Und trotz alledem, auch selbst nach dem Berliner Fall, das Spielchen, das Verhalten Erde gegenüber ist genau der gleiche Norwegian. Ich nehme euch bitte einen verblüffenden Beispiel, aber es ist ähnlich. Die Welt vor dem Angriff der deutschen Truppen nach Russland. Joseph Beuys Stalin. Lernt man in Geschichte, russische Geschichte, habe ich in der Schule gelernt, habe noch es steht vor dem Krieg. Joseph Beuys Stalin deportiert das komplette Industrie, die von Polen bis in Moskau sich befand, hinter dem Ural, um es zu sichern. Und lässt, man sagte, der Strategie eines Genies, lässt im Sozialismus, lässt den Raum von Polen bis Moskau frei, damit der Krieg stattfindet. Und hier macht Stolper. Also sicher die Schwerindustrie, damit die Front versorgt. Und Opfer dort. Schickt Menschen in Krieg gegen die Deutschen, manchmal auch unbewaffnet. Mit Gewalt. Das war Zweiter Weltkrieg. Jetzt
sage ich als der Dummste aller Dummsten. Was ist denn geschehen? Seit 1975, seit 76, seit der Eröffnung Chinas, von einer Diktatur, absolute Diktatur wie in Albanien, bis heute. Die ganze Industrie, die Produktion, Weltproduktion, 70% würde in China hergestellt. Industrie wird dort transportiert. Die Erde wird ausgebeutet wie noch nie, weil es ist eine Metropole von 1,3 Milliarden Menschen. Und der Raum, in dem die arabischen Länder sich befinden, in dem das Öl befindet, bis in Libyen, die Schau eines kriegerischen Auseinandersetzung verflochten in wirtschaftliche Interessen, aggressive wirtschaftliche Interessen der Länder, gemischt durch, vergiftet durch die Religion, indem man den religiösen Zug mitgezieht, und Clans und was weiß ich. Wenn man die Schwerindustrie deportiert von Europa oder von zivilisierten und voranentwickelten Ländern nach China und glaubt, dass die Luft hier oder in den USA sauber sein wird, der Wolfgang Goethe, der große Goethe, würde in dem Fall sagen, das ist Geistesimpotenz. Und glauben Sie mir, er würde sagen, weil es ist der gleiche Himmel, ob man in China ist oder hier in Deutschland. Das ist keine Lösung. Genauso wie es ein Doppelmoral ist, von Neukölln bis zum Mitte oder von Dahlem bis zum Mitte mit Auto zu fahren, weil da mein Arbeitsplatz ist. Und Doppelmoral, indem man dann ins Fernsehen, vor der Fernsehvorkamera kommt und den Menschen weiß machen will, dass als Politiker ich dafür sorgen werde, dass die Luft hier sauber wird. Indem du selbst aber jeden Tag Gaspumpe und das ist ein Widerspruch. Die Frage, die ich mir stelle, erstmal steht außer Frage, dass wir die Krönung der Schöpfung sind. Für meine Denkweise, weil die Fakten zeigen genau das Gegenteil. Wenn wir die Krönung der Schöpfung wären, wäre der Papst schon längst, oder die Papste schon längst, nicht mehr im Vatikan. Ich verstehe es nicht, was die da tun. Die Skandalen des Vatikans können die nicht mehr decken.
Der jetzige Papst ist aus Brasilien. Der wäre schon längst, hätte ein paar Turnschuhe angezogen und in Brasilien die Gläubiger dazu gebracht hätte, zu Bewusstsein zu kommen, weil es nämlich diese Urweise und alle Lebewesen, die da drin waren, laut Bibel, hat ja sein Gott kreiert, geschafft. Was macht er da eigentlich? No, mit wem spricht er? Hier ist die Hölle. Was haben wir, denke ich mal, heute von 1989 bis heute von unserem Verhalten, wie die Menschen miteinander umgehen. Der Rechtsradikalismus nimmt zu. Eine Phobie, der Antisemitismus, der Hass gegenüber Juden ist eine Phobie geworden. Der Hass gegenüber Homosexuellen und Lesben und das Anderssein wird immer mehr und mehr. Was ich sehe ist, dass wir werden immer aggressiver, dass Menschen, die anders sind, leiden darunter, dass bestimmte Völker, die klein sind, in einem enormen Druck stehen. Und das hat Albanien es gespürt, indem es sozusagen so ein paranoiden System wurde unter dem Druck solcher Mächte. Und das Gleiche geschieht auch heute. Wovon ich oder wo ich hin will, im Grunde genommen, es sind die Kinder, unsere Kinder. Ich gehöre zu einer Generation des kalten Weltkrieges, aufgewachsen im kalten Weltkrieg. Und mehr als jemand anderer oder weniger diese Verhalten, diese Denkweise hat Wirkung auf jeden von uns gehabt. Die Politiker, die heute weltweit sind, ob das in Albanien, die seit 1992 oder 91, davor war nur ein Partei, Diktatur, und seit 1992 Demokratie. Die sind vollkommen korrupt. Und das zeigt die Realität in Albanien, in dem der Rentner, der geschuftet hat, die ganze Zeit seine Rente, so wie er es nimmt, und die meisten davon, bringen zum Bäcker, direkt in dem Moment, um die Schulden der letzten Monate zu bezahlen, für Brot und Wasser. Es ist noch schlimmer als hier, wo die Rentner an der Tafel noch die Kanne und die Nahrung für seine Existenz für den Monat garantiert ist. Da muss man das an der Tafel. Da reicht nicht aus. In Albanien ist es noch schlimmer. Die Generation, die jetzt in Albanien herrscht, und ich sage herrscht,
Und überall auf der Welt ist meine Generation herausgekommen aus einer geteilten Welt. Infiziert mit zig Krankheiten, ob das ideologisch oder religiösen Background ist. Mit Arroganz des Menschen, die Krönung der Schöpfung. Der widerspiegelt in seinem Verhalten gegenüber alle anderen Lebewesen, gegenüber der Erde selbst. Es geht um die nächsten Generationen und es geht um die Erde. In die Renaissance versuchte man in Italien, in diese große Bewegung, das Gleichgewichtsprinzip darzustellen, in der Mensch und Natur, mindestens in der Kunst, in einen Zusammenhang standen. Als Prinzip mit unserem Verhalten, unseren Handlungen in der Zeit des Kalten Weltkrieges und von allem heute, wir treten auf diesen Prinzipien mit beiden Füßen, ein menschlicher Fußabdruck auf die Natur, auf die Erde, der vielleicht, wenn es jetzt nicht gestoppt würde, nicht mehr zu reparieren ist. Weil wir lassen mit dieser Geschwindigkeit die Erde keine Chance, sich zu regenerieren. Die Kräfte, die das tun, die Schichten, die dafür sorgen, dass es so bleibt, wenigstens, sind von uns geschnitten und wir schneiden die jeden Tag. Weil wir nicht nur Menschen sind, sondern Verbraucher, die einen riesigen Gier haben nach dem Fleischgeschmack und nach dem Schwimmen in Schwimmpools voll mit Trinkwasser und vor der Haustür ein Ozean hat die Natur uns gegeben, um uns nur salzig zu machen. Machen wir die Schwimmpools voll. Verbrauchen wir das Trinkwasser und in Teilen der Erde gibt kein Trinkwasser mehr. Stalins Zeit, ein Krieg in Syrien fand statt. Die Folgen, die man schon längst weiß, weil man weiß ja, wo Krieg gibt auch Menschenbewegungen. 1 Million Menschen, keine Waschmaschinen, deportiert, raus aus Syrien, Türkei, Deutschland, wer weiß, wie viel noch, oder wie viel sind in ganz Europa. Das sind Menschendeportationen. Warum? Ich denke, dass hier ein Geistesimpotenz in meiner Generation, in die Führungskräfte meiner Generation und so korrupt sind, dass die aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommen können. Weil es hat was mit Denken zu tun. Während der Renaissance-Zeiten, wo die Renaissance blühte in Europa, in Albanien, Cinquecento, gab ein Nationalheld, ein Held, der gegen das Osmanische Reich damals, die Sultanen, denen alles gehört,
kämpfte, 25 Jahre. Es gab einen Mann in der Türkei, der hieß Mustafa Kemal Atatürk. Was bedeutet der Vater aller Türken? Und der hat den Sultanenzeiten ein Ende gezeigt. Und hat den Raum frei gemacht, um eine moderne Türkei entstehen zu können. Und von dieser korrupten Mentalität der Sultanenzeit schützen zu können, der in die Bevölkerung, was bedeutet Türke bedeutet alles, weil das Osmanische Reich streckte sich in Albanien, in Bulgarien, in Griechenland, überall. Also ein meiner Blutader ist Türke. Im Unterschied vielleicht zu vielen anderen, die DNA-Analysen machen müssen, um festzustellen, was sie tatsächlich sind, weiß ich schon jetzt. Und mein Großväter haben mir beigebracht, dass hier gab ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass die Zeit vorbei ist. Die Zeit der Korruption. Indem er auch die Grundsteine der türkischen Armee legte, der unbesiegbaren türkischen Armee, um die Türkei nicht nur von außen zu schützen, sondern von der Korruption, der immer wieder hochkam im Lande innen. Zweimal musste das Militär angreifen, um die Türkei von der Korruption zu befreien. Mit Militärputz. Vor ein paar Jahren wurde diese Armee geschlagen von jemandem, der Josepf Beuys ist. Wer ist dieser Joseph Beuys? Einer der Mitglieder der Europäischen Kommission, der für Albanien sein Wort, seine Meinung äußern sollte, dass Albanien Mitglied der Europäischen Union werden kann, berichten, dass dieser Mensch läuft in Albanien hinein, so stellt es sich vor, wie in seinem Garten, in das Büro der Prime Ministers Albaniens oder Präsidents oder was auch immer er sich nennt, und guckt hinter ihnen ein Bild des Nationalheldes Van der Beek. Was ist Van der Beek? Das ist ein Symbol der Freiheit. Gegenüber, ne? System, ob ein System so ein Sultanenreich gekämpft hat. Also Symbol des Widerstandes und des Erhaltens werden, die nicht von einer Person bestimmen werden, sondern europäischen werden. Dafür war das Symbol. Und dieser Mensch gibt den Befehl dem Präsidenten des Landes, das Bild runter zu holen, mit der Begründung, dass er ein Verräter ist. Und der albanische Präsident oder Prime Minister, nicht selbst natürlich, hat er nicht das Bild unter sich geholt, sondern holt ein paar Jungs, die für ihn da sind, sozusagen, auch Albaner, die sich ja gar nicht schämen, und nehmen das Bild runter, weil jemand, der sich hier wie Sultan
verhält und handelt. Das will. Also, dass die albanischen Politiker korrupt sind, das liegt, glaube ich, viel in der Albanien-Geschichte. Sie wird geschaffen für Korruption. Und das wundert mich nicht. Aber dieser Mensch Erdogan, sitzt am Tisch. La crème de la crème der europäischen Politik. Vor ein paar Tagen gab hier in Berlin eine Konferenz über Libyen. Libyen droht das Desaster Bürgerkrieg. Und in Berlin, im Regierungsviertel, wo die Architekten dafür gesorgt haben, dass so viel Glas wie möglich diese Häuser, diese Gebäude haben, als Zeichen der Transparenz der Politik gegenüber den Menschen, findet eine Konferenz statt, in dem 16 Staaten die Interessen dafür haben, dass in Libyen Europa ist, oder vielleicht auch nicht, die Guten und die Bösen zusammenkommen, um zu verhandeln oder handeln. Und niemand kommt auf die Idee, in einem Staat wie Berlin, von denen oder von allen Politikern zu sagen, hey, können wir bitte die Journalisten da rein und die Presse da rein, in einem Silenziumform nur zu filmen und aufzunehmen. Wenn diese Menschen, die wir Politiker nennen, handeln am Tisch, wie artikulieren die sich eigentlich? Wie sagen die? Wie ist das jetzt? Wenn Erdogan in Albanien geht und der Nationalheld Albaniens in der Form runterholt, wie soll ich das vorstellen? Der sitzt am Tisch mit 16 Leuten, 16 Frauen und Männer zusammen und sagt so, wie in die Zeitung ist, und wie sagt er das überhaupt? Das ist mein Guy hier und der soll hier herrschen, um an die Rohstoffe Libyens mir zu gelingen, weil ich Interesse da habe, und wenn nicht, was? Dann kann Europa mit noch ein paar Millionen dazu rechnen. Was? Waschmaschine? Nein, Menschen. Ist er so einer? Wenn, scheinbar ja. Aber wer sind denn diese Politiker jetzt, die am Tisch mit ihm sitzen und sowas gefallen lassen? Kann man wieder wissen, wie handelt ihr eigentlich? Wie handeln diese Politiker eigentlich? Wenn die handeln, wie artikulieren die sich? Drohen die einander, so wie Straßenbus sich drohen? Das ist keine Transparenz, Vertrauen ist verloren. Ich gehöre zu die Generation, der aufgewachsen ist in der Kalten Weltkrieg. Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass meine Generation und meine Vaters Generation sowieso an der Grenze der Vorstellungskraft angekommen ist. Dass die Probleme, die jetzt vor uns als Generation sind, wir nicht mehr lösen können, beziehungsweise diese Politiker nicht mehr lösen können. Auch selbst wenn die wollten,
Die können nicht anders. Die machen das gleiche Spiel in Grün. Es ist das gleiche wie während des nach dem Zweiten Weltkrieg auch heute. Also im Krieg, im Kalten Weltkrieg auch heute. Wir werden nur aggressiver in unserem Verhalten und korrupter. Ich glaube, das ist Zeit, die Frage zu stellen, ob meine Generation überhaupt schon heute sich fragen sollte, bin ich fähig dafür? Oder wiederhole ich? Und zurückziehen sollte vielleicht. Und die Macht abgeben an die Teile der Gesellschaft, die am wenigsten infiziert sind. Vielleicht an den Schulen, an die Abiturienten, statt die Abitur und die zu schleifen in das Notensystem, die Schulen in eine Schleifmaschine zu verwandeln, aufzuhören und stattdessen, dass die Welt regieren. Nicht vom Kanzleramt oder Bundestag oder Haus der Lords. Nein, nein. Aus der Schulen heraus. Dass die Prinzipien der Renaissance da in die Schulbanken wieder neue erfinden werden und artikuliert werden, dass die Natur jetzt in den Vordergrund kommt als Schwerpunkt, damit die Erde überhaupt eine Chance hat und die selbst die Chance haben, weiter zu leben, weil so wie es aussieht, wird sehr schnell zu einem Ende kommen. Wir sind ein Fall, wenn ich es sagen darf, es gibt im arabischen Raum eine arabische Fabel, in dem eine Figur, die heißt Nasradin. Man erzählte uns als Kinder Geschichte, kurze Fabulas. Er stieg im Baum hoch und schleuderte den Baum von unten, seinen eigenen Baum. Und er war überfallen. Das ist was, wie weit wir sind. Weil mit allen Anstrengungen, geistigen und körperlichen Anstrengungen, deren die Welt in der Kalten Krieg gemacht hat, und nach dem Kalten Krieg, als Menschen haben wir es geschafft, also das Höchste, was wir geschafft haben, war die Landung zum Mond. Eine zweite Erde, ich glaube nicht, dass wir so schnell es schaffen werden, um unsere Existenz zu sichern, weil die Erde, in der wir schon leben, schon langsam kaputt geht. Und wir sind nicht so Genies oder solche Wesen, der so in einer kurzen Zeit. Und wenn überhaupt, was wir gerade tun, wir schneiden mit unserem Verhalten das Leben unserer Kinder. Also das sind meine Gedanken, die ich mir mache, die Sorgen, die ich mir mache, um nachzudenken.
Vielen Dank fürs Zuhören.